Ja, das müssen wir natürlich einordnen lassen von unserem Korrespondenten Christoph Wanner, der ja weiterhin in Kiew ist. Guten Morgen, Christoph. Also, welche Vorteile hätte denn nun dieses Schwarzmeerabkommen für beide Kriegsparteien? Aber offenbar spielen die Russen ja tatsächlich auf Zeit, oder? Lass mich das ganz kurz noch klarstellen. Noch gilt dieses Schwarzmeerabkommen nicht, gilt diese begrenzte Waffenruhe für das Schwarze Meer nicht. Die Russen haben gewisse Bedingungen gestellt und erst wenn die erfüllt werden, sind sie bereit einzuwilligen. Das ist eine ganze Liste an Forderungen gegenüber den Amerikanern und die wichtigste Forderung ist, dass eine russische Großbank, die Rosselschow-Bank, von der amerikanischen schwarzen Liste genommen wird, das heißt von der Sanktionsliste genommen wird und dass diese Bank, die Rosselschow-Bank, wieder an das SWIFT-System angeschlossen wird, an das internationale Bankenkommunikationssystem. Und dadurch erhoffen sich die Russen eben, dass diese ganzen Geldtransfers in Zukunft wieder leichter werden für sie. Wenn das alles klappen sollte, wenn die Amerikaner sich bereit erklären sollten, auf die russischen Forderungen einzugehen, wäre das ein großer Erfolg für Moskau, ganz klar. Wenn dieses Abkommen im Schwarzen Meer tatsächlich funktionieren würde oder erst einmal in Kraft treten würde, dann hätte das auch Vorteile für die Ukraine. Das darf man auch nicht vergessen. Denn dann dürften die Russen ukrainische Häfen nicht mehr angreifen und das wäre natürlich schon auch positiv für die Ukraine. Dieses Abkommen würde sich wahrscheinlich gar nicht so stark auf den Handelsverkehr auf dem Schwarzen Meer auswirken, soll heißen auf die ukrainischen Handelsschiffe, weil es den Ukrainern gelungen ist, im Laufe der Jahre eine Art Moskitoflotte zu entwickeln durch ihre Drohnenboote, auch genannt Kamikaze-Boote. Das sind tatsächlich extrem gefährliche Waffen. Und die Ukrainer haben es geschafft, aus diesen Booten Präzisionswaffen zu machen. Und die Russen trauen sich kaum noch an die ukrainischen Gewässer ran mit ihren Kriegsschiffen, weil sie damit rechnen müssen, versenkt zu werden. Das heißt, man muss das nochmal unterstreichen und wir haben darüber in der Vergangenheit nicht mehr so oft gesprochen. Die ukrainischen Kamikaze-Boote sind so gut mittlerweile, dass sie eben die Handelsschiffe schützen können. Und dazu bräuchten dann die Ukrainer auch kein Abkommen, das ist klar. Aber die Hafenanlagen sind eben immer wieder auch Ziel russischer Raketenangriffe. Deswegen bleibe ich dabei, dass dieses Abkommen auch für die Ukrainer Vorteile hätte. Christoph, aber auch um die AKWs geht es ja. Die USA hatten ja angeboten, das Atomkraftwerk Saporischschja zu übernehmen und zu kontrollieren. Aber scheinbar sind die Russen damit auch überhaupt nicht einverstanden. Es gibt diesbezüglich jetzt eine offizielle Erklärung des russischen Außenministeriums und da heißt es, das Atomkraftwerk Saporischschja, das größte AKW Europas, ist ein russisches Objekt und es wird auch ein russisches Objekt bleiben. Und man hat in keinster Weise vor, das an die Ukrainer zu übergeben oder auch an die USA zu übergeben. Und man will das auch nicht gemeinsam mit irgendjemandem nutzen. Das ist und bleibt russisch, heißt es in Moskau. Christoph, es ist ja sehr interessant, dass wir debattieren und sprechen mit dir immer wieder über ein mögliches Friedensabkommen für die Ukraine. Aber du hast Informationen, dass gewisse Kreise in Russland das überhaupt nicht zu sehen. Was steckt dahinter? Also gestern war ich auch extrem überrascht, als ich, wie ich das eigentlich jeden Tag tue, die Kriegsblogger gelesen habe. Allen voran eben diesen wichtigsten prorussischen Blogger Juri Padalaka. Ich spreche deswegen so oft über ihn, weil er einfach der einflussreichste prorussische Blogger ist mit über 3 Millionen Followern auf Telegram. Also das wird gelesen und geguckt. Und er spricht davon, dass die russische Frühjahrsoffensive begonnen hat. Und da war ich dann doch kurzzeitig irritiert, weil wird ja laufend jetzt auch in allen Medien darüber gesprochen, dass man einen Waffenstillstand hinbekommen will
im Schwarzen Meer oder auch in Bezug auf die Energieinfrastruktur. Und dann kommt der prorussische Blogger Padalaka, der selbst Ukrainer ist, aus Sumy, und sagt, dass die Frühjahrsoffensive begonnen hat, und zwar vor allem im Donbass, im Bereich Donetsk, bei Orten wie Velika, Novosylka, Pokrovsk, auch Toretsk sind die Russen wieder in der Offensive, greifen an, forcieren auch ihre Attacken, und das zeigt mir, dass die russischen Militärs mit dem Status quo überhaupt nicht zufrieden sind. Ich habe den Eindruck, dass Russland versucht, noch mehr Gelände zu erobern. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Ukrainer auch mit dem Status quo, so wie er jetzt ist, nicht einverstanden, nicht zufrieden sind. Sie wollen Gelände zurückerobern. Das heißt, wie ich das betrachte, wären beide Parteien im Augenblick dagegen, den Krieg am augenblicklichen Frontverlauf einzufrieren, das heißt, den Status quo einzufrieren. Das scheint mir eine bittere Realität zu sein, und außerdem beobachte ich auch, dass es auf beiden Seiten Hardliner gibt, und gar nicht wenig Hardliner. Also Männer, die in keinster Weise jetzt Frieden wollen und durchaus bereit sein könnten, alle Friedensbemühungen zu torpedieren, zu sabotieren, weil sie der Meinung sind, dass in diesem Krieg ganz andere Dinge noch erreicht werden müssen und das auf diplomatischem Weg nicht gehen wird, und deswegen muss weiter gekämpft werden. Diese Leute, ich betone es nochmal, gibt es in der Ukraine und in Russland zuhauf. Christoph, danke für diese aktuelle Information aus Kiew.